Ein Löwenpaar, das im Kruger-Nationalpark in Südafrika lebt, wird oft aus der Ferne von Rangern überwacht. Der männliche Löwe namens Kovu war groß, mutig und lief immer neben seiner Partnerin. Die Löwin namens Nala war in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft und ihr Bauch wurde immer größer und schwerer. Seit Nala schwanger ist, hat sie mit der Jagd aufgehört und treibt sich im lichten Wald herum. Kovu übernimmt die Rolle des Jägers und bringt Nala jeden Tag Nahrung. Die Zuneigung zwischen zwei Löwen ist sehr eng, sie reiben immer ihre Köpfe aneinander, um ihre Liebe zu zeigen. Wenn die Dämmerung hereinbricht, ruht sich Nala oft im kühlen Schatten eines Baumes aus, während Kovu neben ihr Wache hält. Das Löwenpaar hat viele Touristen durch seine absolute Treue und Verbundenheit berührt. Mehrere Ranger im Reservat überwachen Nalas Schwangerschaft seit Wochen. Als Nalas Geburt näher rückte, wurde Kovu vorsichtiger und wich ihr auf Jagdausflügen nicht lange von der Seite. Eines Morgens zu Beginn der Trockenzeit verließen Kovu und Nala die Büsche und gingen hinaus auf das offene Gras. Als Rastplatz wählten sie einen großen Baum am Rande der Wiese in der Nähe der Rangerstation. Plötzlich begann Nala zu stöhnen, ihr Bauch zuckte und wurde rot, es zeigten sich Anzeichen der Wehen. Der Schmerz ließ Nala auf den Boden rollen, ihre Beine zuckten und sie knurrte leise vor Schmerz. Kovu war verwirrt und wusste nicht, was er tun sollte, außer mit einem lauten Brüllen die ganze Gegend zu alarmieren. Kovus Brüllen hallte über das Feld und erregte die Aufmerksamkeit der in der Nähe patrouillierenden Ranger. Nala begann zu keuchen, Tränen strömten ihr über die Wangen, während ihr Körper vor starken Schmerzen zitterte. Kovu versuchte, seiner Gefährtin das Gesicht zu lecken, um sie zu trösten, aber Nala konnte den starken Schmerz immer noch nicht kontrollieren. Schließlich brach Nala zu Boden, ihr Körper fiel zur Seite, sie atmete schwach und verlor allmählich den Verstand. Kovu trat ein paar Schritte zurück, brüllte lauter und sein Blick blickte in die Ferne, als suchte er Hilfe. Es waren keine anderen Menschen da, nur Kovu und die schwache Hoffnung, dass es Menschen gäbe. Der Boden unter Nalas Bauch begann sich leicht mit Blut zu verfärben, was Kovu angespannt aufknurren ließ. Am Himmel kreisten mehrere Geier und rochen das Blut, doch Kovu rührte sich nicht von der Stelle. Im blassen gelben Morgenlicht war die Szene voller Angst und Traurigkeit. Für Nala geht es in diesem Moment um Leben und Tod, entweder wird sie gerettet oder alles endet hier. Isen und Thabo waren im östlichen Teil des Kruger-Nationalparks auf Patrouille, als sie ein ungewöhnliches Brüllen hörten. Sie hielten den Wagen an, kletterten auf die Motorhaube und beobachteten mit einem Fernglas die Richtung des Geräusches. Aus einiger Entfernung sahen sie den männlichen Löwen Kovu neben einer gefallenen und blutigen Löwin stehen. Als sie die ernste Lage erkannten, beschlossen sie, schnell zu handeln, um rechtzeitig eingreifen zu können. Thabo bereitet das Betäubungsgewehr vor, während Isen den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Kofferraum holt. Beide waren in Waldgrün gekleidet, gingen langsam und hielten einen Sicherheitsabstand ein, um Kovu nicht zu provozieren. Kovu bemerkte, dass sich zwei Männer näherten, die jedoch nicht aggressiv waren. Kovu schien zu verstehen, dass sie keine Feinde waren, sondern Menschen, die seine Gefährtin retten konnten. Isen hob die Hand, um das Narkosesignal zu geben, während Thabo Kovus Bewegungen im Auge behielt. Als Isen bemerkte, dass Kovu sich ein paar Meter zurückzog, näherte er sich schnell Nala und überprüfte ihren Zustand. Nalas Atmung wurde schwächer, ihr Bauch schwoll an und das Blut floss weiter. Isen injizierte Schmerzmittel und Fruchtbarkeitsmedikamente in eine Vene unter Nalas Haut. Thabo stand mit der Waffe noch immer in der Hand neben dem Auto und ließ Kovu keine Sekunde aus den Augen. Kovu bewegte sich nicht von seinem Beobachtungsposten, seine Augen waren voller Sorge, als er sich zu Nala umdrehte. Beide Ranger waren sich darüber im Klaren, dass sie sowohl mit dem Tod als auch mit dem Selbstvertrauen eines Löwen kämpften. Etwa 10 Minuten nach der Injektion bekam Nala erneut starke Krämpfe. Isen zog Handschuhe an und beugte sich hinunter, um mit seinen Händen zu helfen. Dabei hielt er den Atem an und überprüfte die Lage des Babys. Ein kleiner Kopf lugte hervor, dann wurde ein Löwenjunges unter dem leisen Knurren seiner Mutter sicher herausgezogen. Bevor sie feiern konnte, kam es zu einer weiteren Wehe und das zweite Löwenjunge wurde schnell auf der Welt willkommen geheißen.
Schließlich wurde das dritte Löwenjunge geboren, etwas schwächer, aber immer noch mit gleichmäßiger Atmung. Ethan benutzte ein Handtuch, um das Blut und den Schleim von den 3 Löwenjungen zu wischen. Thabo zog sich leise näher an das Auto zurück und ermöglichte Kovu, näher heranzukommen. Kovu wahrte Abstand, knurrte jedoch leise, als wolle er seine Anwesenheit bestätigen. Ethan legte die 3 Löwenjungen auf den Bauch ihrer Mutter, damit sie mit dem Säugen beginnen konnten. Nala war immer noch bewusstlos, aber ihr Saugreflex war zurückgekehrt. Sonnenlicht fiel durch die Blätter und schien auf das goldene Fell der 3 Löwenjungen. Kovu kam ein paar Schritte näher, ohne den Blick von seinen Jungen abzuwenden. Die beiden Ranger sahen sich schweigend an, dann nickte Ethan leicht, um den Abschluss der Mission zu signalisieren. Im ganzen Wald schien es still zu werden, bis auf das schwache Atmen und leise Sauggeräusche. Dank der Liebe und des Vertrauens zwischen Tier und Mensch entsteht in der Wildnis neues Leben. Ethan wich von Thabo zurück und beide gingen näher an das Auto heran, um Kovu Platz zu machen. Kovu trat näher an seine Gefährtin heran und senkte den Kopf, um an den Babys zu schnuppern. Es legte sich neben Nala und leckte sanft die Stirn jedes Jungen. Obwohl Nala noch immer bewusstlos war, wurden ihre Reflexe allmählich deutlicher. Eines ihrer Beine lag auf dem Körper ihres Erstgeborenen, als würde sie es unbewusst umarmen. Kovu blickte verständnisvoll und dankbar zu den beiden Rangern auf. Ethan legte seine Hand auf Thabos Schulter und beide standen still da und beobachteten die rührende Szene vor ihnen. Sie sagten nichts, aber in ihren Herzen herrschte eine unbeschreibliche Freude. Ein Leben gerettet, 3 Leben willkommen geheißen, das ist die größte Belohnung. Die Löwenfamilie ist offiziell wieder vereint, vereinter denn je. Ethan und Thabo stiegen vorsichtig ins Auto und starteten den Motor nicht sofort, um Kovu nicht zu erschrecken. Sie saßen einen Moment still da und beobachteten, ob es der Familie gut ging. Als sie sahen, wie Nala ihren Kopf bewegte und ihre Augen langsam öffnete, um ihre 3 Kinder anzusehen, wussten sie, dass sie wach war. Kovu stand auf und stupste Nalas Schulter sanft mit seiner Nase an, als wolle er sie wecken. Nala hob den Kopf, ihre Augen waren müde, aber voller Liebe, als sie die 3 Löwenjungen ansah. Als ihr Mutterinstinkt die Oberhand gewann, begann sie nach und nach, ihr Fell zu lecken. Als die Sonne aufging, ging Kovu voran, Nala folgte mit 3 tapsenden Jungen. Die Löwenfamilie zog nach und nach hinaus in die weite Grasfläche, weg vom Schatten der Bäume, dem Geburtsort der Wunder. Die beiden Ranger starteten den Wagen und fuhren leise davon. Die Familie blieb allein in der Wildnis zurück. Ein kurzer Moment, der jedoch für immer in den Herzen derer bleiben wird, die geholfen haben. Im Kruger Nationalpark gibt es unausgesprochene Geschichten zwischen Menschen und wilden Tieren. Liebe, Vertrauen und Hingabe verbanden sie im Moment des Lebens und des Todes. Die Löwenfamilie Kovu und Nala wurde zum Symbol für intensives Leben in der Wildnis. Ethan und Thabo setzen ihre Patrouillen fort und tragen die heilige Erinnerung an eine Geburt mit sich. Und am goldenen Nachmittag beginnen 5 junge Löwen ihre Reise in die Wildnis. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.